Was ist dein Lieblingstier? Mein Lieblingstier ist der Hund. Warum magst du Hunde so gern? Weil sie so treu und freundlich sind. Welche Farbe hat unser Hund? Unser Hund ist braun und weiß. Wie heißt unser Hund nochmal? Er heißt Max. Was frisst Max am liebsten? Max frisst am liebsten Fleisch und Hundekuchen. Wo schläft Max nachts? Max schläft in seinem Körbchen im Wohnzimmer. Welche anderen Haustiere kennst du? Ich kenne Katzen, Hamster, Kaninchen und Vögel. Was machen Katzen gerne? Katzen schlafen gerne und spielen mit Mäusen. Welches Geräusch macht eine Katze? Eine Katze macht Miau und schnurrt. Wie viele Beine hat eine Katze? Eine Katze hat 4 Beine. Was ist das größte Tier der Welt? Das größte Tier der Welt ist der Blauwal. Wo leben Wale? Wale leben im Meer. Welche Tiere leben im Wald? Im Wald leben Rehe, Füchse, Bären und Eichhörnchen. Was fressen Eichhörnchen? Eichhörnchen fressen Nüsse und Samen. Welche Farbe haben Füchse? Füchse sind meist rot-orange. Sind Bären gefährlich? Ja, wilde Bären können gefährlich sein. Welche Tiere leben auf dem Bauernhof? Auf dem Bauernhof leben Kühe, Schweine, Hühner und Schafe. Was geben uns Kühe? Kühe geben uns Milch. Welches Geräusch machen Kühe? Kühe machen Mu. Was legen Hühner? Hühner legen Eier. Wie heißt das Baby von einem Huhn? Das Baby von einem Huhn heißt Küken. Was fressen Schweine? Schweine fressen fast alles, sie sind Allesfresser. Welche Tiere leben in Afrika? In Afrika leben Löwen, Elefanten, Giraffen und Zebras. Wer ist der König der Tiere? Der Löwe ist der König der Tiere. Warum haben Giraffen so lange Hälse? Damit sie die Blätter von hohen Bäumen fressen können. Welche Farbe haben Zebras? Zebras sind schwarz-weiß gestreift. Wie groß sind Elefanten? Elefanten sind sehr groß, die größten Landtiere. Was ist besonders an Elefanten? Elefanten haben einen langen Rüssel. Welche Tiere leben im Wasser? Im Wasser leben Fische, Delfine, Haie und Seesterne. Können Delfine sprechen? Delfine können nicht sprechen, aber sie kommunizieren. Sind Haie gefährlich? Manche Haie können gefährlich sein.
Wie atmen Fische? Fische atmen durch ihre Kiemen. Welche Vögel kennst du? Ich kenne Adler, Spatzen, Tauben und Papageien. Können alle Vögel fliegen? Nein, Pinguine und Strauße können nicht fliegen. Wo leben Pinguine? Pinguine leben in der Antarktis. Was fressen Vögel? Vögel fressen Würmer, Samen und Insekten. Wie heißen die Babys von Vögeln? Die Babys von Vögeln heißen Küken. Welche Tiere leben in der Wüste? In der Wüste leben Kamele, Schlangen und Skorpione. Warum haben Kamele Höcker? Kamele speichern Wasser und Fett in ihren Höckern. Sind Schlangen giftig? Manche Schlangen sind giftig, andere nicht. Haben Schlangen Beine? Nein, Schlangen haben keine Beine. Welche Tiere leben im Dschungel? Im Dschungel leben Affen, Tiger und bunte Vögel. Was machen Affen gerne? Affen klettern gerne auf Bäume und essen Bananen. Welche Farben haben Tiger? Tiger sind orange mit schwarzen Streifen. Welche Insekten kennst du? Ich kenne Bienen, Schmetterlinge, Ameisen und Käfer. Was machen Bienen? Bienen sammeln Nektar und machen Honig. Sind Bienen wichtig? Ja, Bienen sind sehr wichtig für die Natur. Wie entstehen Schmetterlinge? Schmetterlinge entstehen aus Raupen. Was fressen Ameisen? Ameisen fressen Krümel und andere kleine Sachen. Welche Meeresstiere kennst du? Ich kenne Kraken, Seepferdchen, Krabben und Quallen. Wie viele Arme hat ein Krake? Ein Krake hat 8 Arme. Sind Quallen gefährlich? Manche Quallen können stechen. Welche Tiere leben im Eis? Im Eis leben Eisbären, Robben und Walrosse. Warum frieren Eisbären nicht? Eisbären haben dickes Fell und Fett. Was fressen Eisbären? Eisbären fressen hauptsächlich Fische und Robben. Welche Tiere sind nachtaktiv? Eulen, Fledermäuse und Igel sind nachtaktiv. Können Fledermäuse sehen? Ja, aber sie orientieren sich hauptsächlich mit Ultraschall. Was fressen Eulen? Eulen fressen Mäuse und kleine Tiere. Welche Tiere können sehr schnell laufen? Geparden, Pferde und Hasen können sehr schnell laufen. Wie schnell ist ein Gepard? Ein Gepard kann über 100 Kilometer pro Stunde laufen. Warum laufen Hasen so schnell? Hasen laufen schnell, um vor Feinden zu fliehen.
Welche Tiere leben sehr lange? Schildkröten, Elefanten und Wale leben sehr lange. Wie alt können Schildkröten werden? Manche Schildkröten werden über 100 Jahre alt. Warum leben Schildkröten so lange? Schildkröten bewegen sich langsam und leben ruhig. Welche Tiere sind sehr klein? Ameisen, Mücken und Mäuse sind sehr klein. Welche Tiere sind sehr groß? Elefanten, Wale und Giraffen sind sehr groß. Welche Tiere können fliegen? Vögel, Fledermäuse und Insekten können fliegen. Welche Tiere können schwimmen? Fische, Delfine, Enten und Pinguine können schwimmen. Können Hunde schwimmen? Ja, die meisten Hunde können schwimmen. Können Katzen schwimmen? Katzen können schwimmen, aber sie mögen es nicht. Welche Tiere essen nur Pflanzen? Kühe, Schafe, Kaninchen und Pferde essen nur Pflanzen. Wie nennt man Tiere, die nur Pflanzen fressen? Man nennt sie Pflanzenfresser oder Herbivoren. Welche Tiere essen nur Fleisch? Löwen, Tiger und Haie essen nur Fleisch. Wie nennt man Tiere, die nur Fleisch fressen? Man nennt sie Fleischfresser oder Karnivoren. Welche Tiere essen alles? Menschen, Schweine und Bären essen alles. Wie nennt man Tiere, die alles fressen? Man nennt sie Allesfresser oder Omnivoren. Welche Tiere legen Eier? Vögel, Reptilien und Fische legen Eier. Welche Tiere bekommen lebende Babys? Säugetiere bekommen lebende Babys. Was sind Säugetiere? Säugetiere sind Tiere, die ihre Babys stillen. Welche Tiere haben Fell? Hunde, Katzen, Bären und Kaninchen haben Fell. Welche Tiere haben Federn? Nur Vögel haben Federn. Welche Tiere haben Schuppen? Fische, Schlangen und Echsen haben Schuppen. Was ist ein Reptil? Reptilien sind Tiere mit Schuppen, wie Schlangen und Echsen. Welche Reptilien kennst du? Ich kenne Schlangen, Echsen, Krokodile und Schildkröten. Sind Krokodile gefährlich? Ja, Krokodile sind sehr gefährlich. Wo leben Krokodile? Krokodile leben in warmen Flüssen und Seen. Welche Amphibien kennst du? Ich kenne Frösche, Kröten und Salamander. Was ist besonders an Fröschen? Frösche können sowohl im Wasser als auch an Land leben. Welches Geräusch machen Frösche? Frösche machen Quack, Quack. Wie entwickeln sich Frösche? Frösche entwickeln sich aus Kaulquappen.
Welche Spinnen kennst du? Ich kenne Kreuzspinnen, Vogelspinnen und schwarze Witwen. Sind alle Spinnen giftig? Nein, nicht alle Spinnen sind giftig. Was machen Spinnen? Spinnen leben Netze, um Insekten zu fangen. Wie viele Beine haben Spinnen? Spinnen haben 8 Beine. Welche Tiere leben unter der Erde? Maulwürfe, Würmer und manche Käfer leben unter der Erde. Warum leben Maulwürfe unter der Erde? Maulwürfe suchen dort nach Würmern und Insekten. Können Maulwürfe gut sehen? Nein, Maulwürfe können nicht gut sehen. Welche Tiere können ihre Farbe ändern? Chamäleons und manche Fische können ihre Farbe ändern. Warum ändern Chamäleons ihre Farbe? Um sich zu verstecken oder Gefühle zu zeigen. Welche Tiere haben Hörner? Nashörner, Büffel und manche Ziegen haben Hörner. Welche Tiere haben ein Geweih? Hirsche und Elche haben ein Geweih. Was ist der Unterschied zwischen Hörnern und Geweih? Hörner wachsen immer weiter, Geweihe fallen jedes Jahr ab. Welche Tiere sind vom Aussterben bedroht? Pandas, Tiger und manche Wale sind bedroht. Warum sind manche Tiere bedroht? Weil Menschen ihren Lebensraum zerstören. Wie können wir Tiere schützen? Wir können die Natur schützen und weniger verschmutzen. Welche Tiere sind schon ausgestorben? Dinosaurier und Mammuts sind schon ausgestorben. Wann lebten die Dinosaurier? Dinosaurier lebten vor sehr langer Zeit. Welche Dinosaurier kennst du? Ich kenne T-Rex, Triceratops und Brontosaurus. Welche Tiere können sehr hoch springen? Kängurus, Hasen und Flöhe können sehr hoch springen. Wo leben Kängurus? Kängurus leben in Australien. Was ist besonders an Kängurus? Kängurus haben einen Beutel für ihre Babys. Welche anderen Beuteltiere gibt es? Es gibt auch Koalas und Opossums. Was fressen Koalas? Koalas fressen nur Eukalyptusblätter. Welche Tiere können sehr laut sein? Löwen, Elefanten und Wale können sehr laut sein. Warum brüllen Löwen? Löwen brüllen, um ihr Revier zu markieren. Wie weit kann man einen Löwen hören? Man kann einen Löwen mehrere Kilometer weit hören. Welche Tiere sind sehr leise? Eulen, Katzen und Schlangen sind sehr leise. Warum sind Eulen so leise? Damit sie ihre Beute nicht erschrecken.
Welche Tiere haben die besten Augen? Adler und Falken haben die besten Augen. Welche Tiere haben die beste Nase? Hunde und Bären haben die beste Nase. Können Hunde besser riechen als Menschen? Ja, Hunde können viel besser riechen als Menschen. Welche Tiere haben die besten Ohren? Fledermäuse und Elefanten haben sehr gute Ohren. Welche Tiere können Ultraschall hören? Hunde, Katzen und Fledermäuse können Ultraschall hören. Welche Tiere sind sehr intelligent? Delfine, Affen und Elefanten sind sehr intelligent. Können Tiere denken? Ja, manche Tiere können einfache Probleme lösen. Welche Tiere können Werkzeuge benutzen? Affen, Krähen und Seeotter können Werkzeuge benutzen. Welche Tiere leben in Gruppen? Wölfe, Ameisen und Bienen leben in Gruppen. Wie nennt man eine Gruppe von Wölfen? Eine Gruppe von Wölfen nennt man Rudel. Wie nennt man eine Gruppe von Fischen? Eine Gruppe von Fischen nennt man Schwarm. Welche Tiere sind Einzelgänger? Tiger, Bären und manche Katzen sind Einzelgänger. Welche Tiere bauen Nester? Vögel, manche Fische und Eichhörnchen bauen Nester. Welche Tiere bauen keine Nester? Große Säugetiere wie Elefanten bauen keine Nester. Welche Tiere halten Winterschlaf? Bären, Igel und manche Fledermäuse halten Winterschlaf. Warum halten manche Tiere Winterschlaf? Weil es im Winter kalt ist und wenig Nahrung gibt. Welche Tiere wandern im Winter? Zugvögel und manche Schmetterlinge wandern im Winter. Wohin fliegen Zugvögel? Zugvögel fliegen in warme Länder. Welche Tiere können regenerieren? Seesterne, Echsen und manche Würmer können regenerieren. Was bedeutet regenerieren? Regenerieren bedeutet, verlorene Körperteile nachwachsen lassen. Können Menschen auch regenerieren? Menschen können nur kleine Wunden heilen. Welche Tiere sind für Menschen nützlich? Bienen, Hunde und Pferde sind für Menschen nützlich. Wie helfen uns Bienen? Bienen bestäuben Pflanzen und geben uns Honig. Wie helfen uns Hunde? Hunde beschützen uns und sind treue Freunde. Welche Tiere können Menschen helfen? Blindenhunde, Therapiepferde und Delfine können helfen. Was machen Blindenhunde? Blindenhunde führen blinde Menschen sicher durch die Stadt. Welche Tiere sind gefährlich für Menschen? Giftige Schlangen,
Haie und wilde Raubtiere sind gefährlich. Sollten wir Angst vor allen wilden Tieren haben? Nein, wir sollten sie respektieren, aber nicht alle fürchten. Wie sollten wir uns Tieren gegenüber verhalten? Wir sollten freundlich und respektvoll sein. Warum sind Tiere wichtig für die Natur? Jedes Tier hat eine wichtige Rolle im Ökosystem. Was passiert, wenn Tiere aussterben? Das Gleichgewicht der Natur wird gestört. Können wir ohne Tiere leben? Nein, Menschen brauchen Tiere für das Gleichgewicht der Natur. Was können Kinder für Tiere tun? Kinder können Tiere respektieren und die Natur schützen. Sollen wir wilde Tiere als Haustiere halten? Nein, wilde Tiere gehören in die Natur. Welche Tiere eignen sich als Haustiere? Hunde, Katzen, Hamster und Kaninchen eignen sich als Haustiere. Was brauchen Haustiere? Haustiere brauchen Liebe, Futter, Wasser und Pflege. Ist es schwer, ein Haustier zu haben? Ja, Haustiere brauchen viel Zeit und Pflege. Was ist dein Lieblingstier? Mein Lieblingstier ist der Hund. Warum magst du Hunde so gern? Weil sie so treu und freundlich sind. Welche Farbe hat unser Hund? Unser Hund ist braun und weiß. Wie heißt unser Hund nochmal? Er heißt Max. Was frisst Max am liebsten? Max frisst am liebsten Fleisch und Hundekuchen. Wo schläft Max nachts? Max schläft in seinem Körbchen im Wohnzimmer. Welche anderen Haustiere kennst du? Ich kenne Katzen, Hamster, Kaninchen und Vögel. Was machen Katzen gerne? Katzen schlafen gerne und spielen mit Mäusen. Welches Geräusch macht eine Katze? Eine Katze macht Miau und schnurrt. Wie viele Beine hat eine Katze? Eine Katze hat 4 Beine. Was ist das größte Tier der Welt? Das größte Tier der Welt ist der Blauwal. Wo leben Wale? Wale leben im Meer. Welche Tiere leben im Wald? Im Wald leben Rehe, Füchse, Bären und Eichhörnchen. Was fressen Eichhörnchen? Eichhörnchen fressen Nüsse und Samen. Welche Farbe haben Füchse? Füchse sind meist rot-orange. Sind Bären gefährlich? Ja, wilde Bären können gefährlich sein. Welche Tiere leben auf dem Bauernhof? Auf dem Bauernhof leben Kühe, Schweine, Hühner und Schafe. Was geben uns Kühe? Kühe geben uns Milch.
Welches Geräusch machen Kühe? Kühe machen Mu. Was legen Hühner? Hühner legen Eier. Wie heißt das Baby von einem Huhn? Das Baby von einem Huhn heißt Küken. Was fressen Schweine? Schweine fressen fast alles, sie sind Allesfresser. Welche Tiere leben in Afrika? In Afrika leben Löwen, Elefanten, Giraffen und Zebras. Wer ist der König der Tiere? Der Löwe ist der König der Tiere. Warum haben Giraffen so lange Hälse? Damit sie die Blätter von hohen Bäumen fressen können. Welche Farbe haben Zebras? Zebras sind schwarz-weiß gestreift. Wie groß sind Elefanten? Elefanten sind sehr groß, die größten Landtiere. Was ist besonders an Elefanten? Elefanten haben einen langen Rüssel. Welche Tiere leben im Wasser? Im Wasser leben Fische, Delfine, Haie und Seesterne. Können Delfine sprechen? Delfine können nicht sprechen, aber sie kommunizieren. Sind Haie gefährlich? Manche Haie können gefährlich sein. Wie atmen Fische? Fische atmen durch ihre Kiemen. Welche Vögel kennst du? Ich kenne Adler, Spatzen, Tauben und Papageien. Können alle Vögel fliegen? Nein, Pinguine und Strauße können nicht fliegen. Wo leben Pinguine? Pinguine leben in der Antarktis. Was fressen Vögel? Vögel fressen Würmer, Samen und Insekten. Wie heißen die Babys von Vögeln? Die Babys von Vögeln heißen Küken. Welche Tiere leben in der Wüste? In der Wüste leben Kamele, Schlangen und Skorpione. Warum haben Kamele Höcker? Kamele speichern Wasser und Fett in ihren Höckern. Sind Schlangen giftig? Manche Schlangen sind giftig, andere nicht. Haben Schlangen Beine? Nein, Schlangen haben keine Beine. Welche Tiere leben im Dschungel? Im Dschungel leben Affen, Tiger und bunte Vögel. Was machen Affen gerne? Affen klettern gerne auf Bäume und essen Bananen. Welche Farben haben Tiger? Tiger sind orange mit schwarzen Streifen. Welche Insekten kennst du? Ich kenne Bienen, Schmetterlinge, Ameisen und Käfer. Was machen Bienen? Bienen sammeln Nektar und machen Honig. Sind Bienen wichtig? Ja, Bienen sind sehr wichtig für die Natur. Wie entstehen Schmetterlinge? Schmetterlinge entstehen aus Raupen. Was fressen Ameisen?
Ameisen fressen Krümel und andere kleine Sachen. Welche Meeresstiere kennst du? Ich kenne Kraken, Seepferdchen, Krabben und Quallen. Wie viele Arme hat ein Krake? Ein Krake hat 8 Arme. Sind Quallen gefährlich? Manche Quallen können stechen. Welche Tiere leben im Eis? Im Eis leben Eisbären, Robben und Walrosse. Warum frieren Eisbären nicht? Eisbären haben dickes Fell und Fett. Was fressen Eisbären? Eisbären fressen hauptsächlich Fische und Robben. Welche Tiere sind nachtaktiv? Eulen, Fledermäuse und Igel sind nachtaktiv. Können Fledermäuse sehen? Ja, aber sie orientieren sich hauptsächlich mit Ultraschall. Was fressen Eulen? Eulen fressen Mäuse und kleine Tiere. Welche Tiere können sehr schnell laufen? Geparden, Pferde und Hasen können sehr schnell laufen. Wie schnell ist ein Gepard? Ein Gepard kann über 100 Kilometer pro Stunde laufen. Warum laufen Hasen so schnell? Hasen laufen schnell, um vor Feinden zu fliehen. Welche Tiere leben sehr lange? Schildkröten, Elefanten und Wale leben sehr lange. Wie alt können Schildkröten werden? Manche Schildkröten werden über 100 Jahre alt. Warum leben Schildkröten so lange? Schildkröten bewegen sich langsam und leben ruhig. Welche Tiere sind sehr klein? Ameisen, Mücken und Mäuse sind sehr klein. Welche Tiere sind sehr groß? Elefanten, Wale und Giraffen sind sehr groß. Welche Tiere können fliegen? Vögel, Fledermäuse und Insekten können fliegen. Welche Tiere können schwimmen? Fische, Delfine, Enten und Pinguine können schwimmen. Können Hunde schwimmen? Ja, die meisten Hunde können schwimmen. Können Katzen schwimmen? Katzen können schwimmen, aber sie mögen es nicht. Welche Tiere essen nur Pflanzen? Kühe, Schafe, Kaninchen und Pferde essen nur Pflanzen. Wie nennt man Tiere, die nur Pflanzen fressen? Man nennt sie Pflanzenfresser oder Herbivoren. Welche Tiere essen nur Fleisch? Löwen, Tiger und Haie essen nur Fleisch. Wie nennt man Tiere, die nur Fleisch fressen? Man nennt sie Fleischfresser oder Karnivoren. Welche Tiere essen alles? Menschen, Schweine und Bären essen alles. Wie nennt man Tiere, die alles fressen? Man nennt sie Allesfresser oder Omnivoren. Welche Tiere legen Eier? Vögel, Reptilien und Fische legen Eier.
Welche Tiere bekommen lebende Babys? Säugetiere bekommen lebende Babys. Was sind Säugetiere? Säugetiere sind Tiere, die ihre Babys stillen. Welche Tiere haben Fell? Hunde, Katzen, Bären und Kaninchen haben Fell. Welche Tiere haben Federn? Nur Vögel haben Federn. Welche Tiere haben Schuppen? Fische, Schlangen und Echsen haben Schuppen. Was ist ein Reptil? Reptilien sind Tiere mit Schuppen, wie Schlangen und Echsen. Welche Reptilien kennst du? Ich kenne Schlangen, Echsen, Krokodile und Schildkröten. Sind Krokodile gefährlich? Ja, Krokodile sind sehr gefährlich. Wo leben Krokodile? Krokodile leben in warmen Flüssen und Seen. Welche Amphibien kennst du? Ich kenne Frösche, Kröten und Salamander. Was ist besonders an Fröschen? Frösche können sowohl im Wasser als auch an Land leben. Welches Geräusch machen Frösche? Frösche machen Quack, Quack. Wie entwickeln sich Frösche? Frösche entwickeln sich aus Kaulquappen. Welche Spinnen kennst du? Ich kenne Kreuzspinnen, Vogelspinnen und schwarze Witwen. Sind alle Spinnen giftig? Nein, nicht alle Spinnen sind giftig. Was machen Spinnen? Spinnen leben Netze, um Insekten zu fangen. Wie viele Beine haben Spinnen? Spinnen haben 8 Beine. Welche Tiere leben unter der Erde? Maulwürfe, Würmer und manche Käfer leben unter der Erde. Warum leben Maulwürfe unter der Erde? Maulwürfe suchen dort nach Würmern und Insekten. Können Maulwürfe gut sehen? Nein, Maulwürfe können nicht gut sehen. Welche Tiere können ihre Farbe ändern? Chamäleons und manche Fische können ihre Farbe ändern. Warum ändern Chamäleons ihre Farbe? Um sich zu verstecken oder Gefühle zu zeigen. Welche Tiere haben Hörner? Nashörner, Büffel und manche Ziegen haben Hörner. Welche Tiere haben ein Geweih? Hirsche und Elche haben ein Geweih. Was ist der Unterschied zwischen Hörnern und Geweih? Hörner wachsen immer weiter, Geweihe fallen jedes Jahr ab. Welche Tiere sind vom Aussterben bedroht? Pandas, Tiger und manche Wale sind bedroht. Warum sind manche Tiere bedroht? Weil Menschen ihren Lebensraum zerstören. Wie können wir Tiere schützen? Wir können die Natur schützen und weniger verschmutzen. Welche Tiere sind schon ausgestorben?
Dinosaurier und Mammuts sind schon ausgestorben. Wann lebten die Dinosaurier? Dinosaurier lebten vor sehr langer Zeit. Welche Dinosaurier kennst du? Ich kenne T-Rex, Triceratops und Brontosaurus. Welche Tiere können sehr hoch springen? Kängurus, Hasen und Flöhe können sehr hoch springen. Wo leben Kängurus? Kängurus leben in Australien. Was ist besonders an Kängurus? Kängurus haben einen Beutel für ihre Babys. Welche anderen Beuteltiere gibt es? Es gibt auch Koalas und Opossums. Was fressen Koalas? Koalas fressen nur Eukalyptusblätter. Welche Tiere können sehr laut sein? Löwen, Elefanten und Wale können sehr laut sein. Warum brüllen Löwen? Löwen brüllen, um ihr Revier zu markieren. Wie weit kann man einen Löwen hören? Man kann einen Löwen mehrere Kilometer weit hören. Welche Tiere sind sehr leise? Eulen, Katzen und Schlangen sind sehr leise. Warum sind Eulen so leise? Damit sie ihre Beute nicht erschrecken. Welche Tiere haben die besten Augen? Adler und Falken haben die besten Augen. Welche Tiere haben die beste Nase? Hunde und Bären haben die beste Nase. Können Hunde besser riechen als Menschen? Ja, Hunde können viel besser riechen als Menschen. Welche Tiere haben die besten Ohren? Fledermäuse und Elefanten haben sehr gute Ohren. Welche Tiere können Ultraschall hören? Hunde, Katzen und Fledermäuse können Ultraschall hören. Welche Tiere sind sehr intelligent? Delfine, Affen und Elefanten sind sehr intelligent. Können Tiere denken? Ja, manche Tiere können einfache Probleme lösen. Welche Tiere können Werkzeuge benutzen? Affen, Krähen und Seeotter können Werkzeuge benutzen. Welche Tiere leben in Gruppen? Wölfe, Ameisen und Bienen leben in Gruppen. Wie nennt man eine Gruppe von Wölfen? Eine Gruppe von Wölfen nennt man Rudel. Wie nennt man eine Gruppe von Fischen? Eine Gruppe von Fischen nennt man Schwarm. Welche Tiere sind Einzelgänger? Tiger, Bären und manche Katzen sind Einzelgänger. Welche Tiere bauen Nester? Vögel, manche Fische und Eichhörnchen bauen Nester. Welche Tiere bauen keine Nester? Große Säugetiere wie Elefanten bauen keine Nester. Welche Tiere halten Winterschlaf? Bären, Igel und manche Fledermäuse halten Winterschlaf.
Warum halten manche Tiere Winterschlaf? Weil es im Winter kalt ist und wenig Nahrung gibt. Welche Tiere wandern im Winter? Zugvögel und manche Schmetterlinge wandern im Winter. Wohin fliegen Zugvögel? Zugvögel fliegen in warme Länder. Welche Tiere können regenerieren? Seesterne, Echsen und manche Würmer können regenerieren. Was bedeutet regenerieren? Regenerieren bedeutet, verlorene Körperteile nachwachsen lassen. Können Menschen auch regenerieren? Menschen können nur kleine Wunden heilen. Welche Tiere sind für Menschen nützlich? Bienen, Hunde und Pferde sind für Menschen nützlich. Wie helfen uns Bienen? Bienen bestäuben Pflanzen und geben uns Honig. Wie helfen uns Hunde? Hunde beschützen uns und sind treue Freunde. Welche Tiere können Menschen helfen? Blindenhunde, Therapiepferde und Delfine können helfen. Was machen Blindenhunde? Blindenhunde führen blinde Menschen sicher durch die Stadt. Welche Tiere sind gefährlich für Menschen? Giftige Schlangen, Haie und wilde Raubtiere sind gefährlich. Sollten wir Angst vor allen wilden Tieren haben? Nein, wir sollten sie respektieren, aber nicht alle fürchten. Wie sollten wir uns Tieren gegenüber verhalten? Wir sollten freundlich und respektvoll sein. Warum sind Tiere wichtig für die Natur? Jedes Tier hat eine wichtige Rolle im Ökosystem. Was passiert, wenn Tiere aussterben? Das Gleichgewicht der Natur wird gestört. Können wir ohne Tiere leben? Nein, Menschen brauchen Tiere für das Gleichgewicht der Natur. Was können Kinder für Tiere tun? Kinder können Tiere respektieren und die Natur schützen. Sollen wir wilde Tiere als Haustiere halten? Nein, wilde Tiere gehören in die Natur. Welche Tiere eignen sich als Haustiere? Hunde, Katzen, Hamster und Kaninchen eignen sich als Haustiere. Was brauchen Haustiere? Haustiere brauchen Liebe, Futter, Wasser und Pflege. Ist es schwer, ein Haustier zu haben? Ja, Haustiere brauchen viel Zeit und Pflege. Vielen Dank, dass ihr dieses Video angeschaut habt. Ich hoffe, ihr habt etwas Neues gelernt. Wie Nikola Tesla und Albert Einstein, die immer neugierig waren, sollt auch ihr neugierig bleiben. Bitte schreibt einen Kommentar, wenn ihr Fragen habt. Teilt das Video und abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.